Wir sind unterwegs nach Lemmer, wollen neue Segel für die Koh-i-Noor holen. Mit dabei ist Jörg, hier sitzt er am Steuer und chauffiert uns zwei in gemächlichem Tempo durch das Dokkumer Diep. Gerade passieren wir eine alte Ziegelei, die inzwischen zu so etwas wie einem Schrottplatz verkommen ist. Auf dem Gelände gibt es so gut wie alles von altem Eisen, manches, man wundert sich, schwimmt sogar noch. Der Schornstein, früher Zierde und sicher auch Stolz des Werkes, ist leider in die Jahre gekommen. Unser Ziel für heute ist Leeuwarden. Wir laufen auf der allen Seglern bekannten, idyllischen stehenden Mastroute. Vorgestern, am 22.05. sind wir nach Borkum gegangen. Das Logbuch vermerkt dazu: ohne besondere Vorkommnisse, kalt und Wind auf der Nase. Gestern ging es weiter nach Lauwersoog. Ab auslaufend Hubert Gatt konnten wir herrlich segeln nach Lauwersoog. Bis dahin war der Wind von vorn, wie fast immer, und Strom gegen. Für den Liegeplatz im Außenhafen Lauwersoog mussten wir 22 € geben. Ich finde, das ist viel verglichen mit dem, was geboten wird. Zu entrichten war das Geld zudem bei einem elektrischen Hafenmeister. Das finde ich nicht schön. Ich mag keine elektrischen Hafenmeister. Um nach drinnen ins Lauersmeer zu gehen, waren wir zu spät. Um 7:30, da kamen wir an, schläft der Schleusenwärter schon oder sitzt in der Kneipe. Vielleicht macht er auch seinen Garten oder es liegt an den behördlicherseits befohlenen Dienstzeiten. Wer weiß das schon so genau? Ist ja auch egal, drinnen oder draußen, was soll's. Drinnen aber hätten wir gemütlich ankern können. Für nix. Inzwischen, ich rede schon wieder zu viel, sind wir in Dokkum angekommen und werden von einer Arbeitsplattform ausgebremst. Nach einiger Zeit und virtuos eingesetzter Überredungskunst gelang es uns zwischen Plattform und Baumbestand hindurch zu mogeln. Nichts gegen die Männer auf dem Ponton. Sie haben getan, was sie konnten, um zu helfen. Nur ein paar kleinere Äste der Bäume haben dran glauben müssen. Dokkum ist eine der vielen wunderschönen kleinen holländischen Städte. Ich mag sie mit ihrer alten, geschmackvollen Backsteinarchitektur, den kleinen, häufig noch inhabergeführten Läden, den Kneipen und Cafés und der ruhigen Geschäftigkeit. Es lohnt unbedingt, mal einen Tag Pause einzulegen und die Stadt zu erkunden. Festgemacht werden kann beinahe überall am Kanal. Für tiefergehende Boote ist es häufig zu flach. Die Gemeinde hält allerdings für Yachten mit mehr als 1,50 Tiefgang einen extra Steg bereit. Er liegt für von Osten kommende Schiffe unmittelbar vor der Woutpoortbrücke. Eben haben wir ihn rechter Hand liegend passiert. Das Liegegeld ist mit 12 € gut bezahlbar. Hinzu kommen einige Euro Brückengeld. Die sind sehr gut investiert, denn meist geht es recht flott mit den Brückenöffnungen. Neben etwa 140 denkmalgeschützten Gebäuden bietet der Ort zwei direkt an der Route liegende, liebevoll restaurierte Windmühlen. Übrigens, völlig ungefährlich ist das Leben in Dokkum nicht. Um 750 herum soll hier der auch heute noch in weiten Kreisen bekannte Bonifatius von heidnischen Friesen ermordet worden sein. Jeder möge sein persönliches Risiko selbst einschätzen. Langsam geht es weiter auf dem malerischen Kanal Richtung Leeuwarden. Hier, direkt vor einer Brücke, wird Hirschfleisch feilgeboten. Zusätzlich sind Eier im Angebot, vermutlich nicht vom Hirschen. Im Gegensatz zu vielen anderen fernbedienten Brücken auf der Staande Mastroute wird die Klaarkampbrug noch von einem echten, lebendigen Brückenwärter bedient. Man kann einmal raufwinken zu ihm, sich bedanken und einen schönen Tag wünschen. Die stehende Mastroute übrigens macht es möglich, die Niederlande von Delfzijl an der Ems bis nach Vlissingen an der Westerschelde nahezu ohne Höhenbegrenzung zu durchfahren. Eine tolle Sache für ängstliche Kapitäne wie mich. Allerdings muss man für die gesamte Strecke, die auch durchs Eiselmeer und das Markermeer führt, mindestens 6 Tage einplanen. Schneller wird es nicht gehen. Und wenn es gemütlich werden soll, sollte man sich einige zusätzliche Tage geben. Byrdaht ist erreicht. Auch hier hat es eine schöne Windmühle,
Auch hier kann man am Kanal liegend die Nacht verbringen. Und einen kleinen Hafen gibt es auch. Meist, so ist meine Erfahrung, kommt man zur Unzeit. Der Brückenwärter macht Mittagspause. Heute klappt es. Wir können nach Entrichten des Zolls für 2 Brücken gleich durch. Der Ort ist kleiner als Dokkum, hat aber auch seinen freundlichen Reiz. Nach kurzer Stadtpassage sind wir wieder auf freiem Wasser mit schilfbewachsenen Ufern, passieren eine Fahrradfähre und könnten gleich danach festmachen, um im Café frisches holländisches Apfelgebäck zu genießen. Wir sparen das auf für ein andermal, tuckern weiter Richtung Leeuwarden, haben es noch eine lange Weile ländlich-sittlich. Das Wasser ist hier immer noch nach Dokkum benannt. Es heißt Dokkumer Ey. Immer wieder tauchen kostenfreie, meist idyllische Anlegemöglichkeiten auf, die allerdings neben bereitstehenden Mülltonnen keine Versorgung bieten. Nichtsdestotrotz kann ich nur empfehlen, die eine oder andere Nacht an solchem Plätzchen einzuplanen. Es ist ruhig und beschaulich. Irgendwann erreichen wir die äußere Stadtgrenze Leeuwardens in Form einer riesigen Schrebergartensiedlung. Es ist kühl geworden inzwischen. Dann folgt eine Perle. Eine, die man ganz langsam fahrend erleben sollte. Nicht nur wegen der erforderlichen Rücksicht, sondern auch, weil es so heimelig ist. Ich selbst habe wohl gerade ein kleines Schläfchen gehalten, jetzt aber bin ich fit für die Fahrt durch Leeuwardens Vorgärten. Hier leben zu dürfen, scheint mir ein besonderes Privileg zu sein. Direkt am Wasser und wenn man möchte, mit dem geparkten Boot direkt am Haus. Das hat Qualität, oder? Vorläufig gestoppt wird unsere Fahrt durch die Nachmittagspause des Brückenpersonals unmittelbar vor Leeuwardens Zentrum. Nach 1-2 Tassen aus der Senseo-Maschine und einer knappen Stunde Pause lässt man uns ein in die Stadt. Wir legen uns um 5:10 an das beinahe leere Ufer gegenüber des Prinzentöns und haben aus der Pflicht heraus einen ruhigen Blick auf den Park. Für uns früh geht es um 10 Uhr am Vormittag weiter. Raus aus der Stadt, die unbedingt einen mehrtägigen Besuch lohnt, ist es nicht mehr weit. Tatsächlich sollte man die Hauptstadt Frieslands mit ihren gut 120.000 Einwohnern intensiv erkunden. Sie ist eine Augenweide. Just jetzt passieren wir das Theatergebäude der Harmonie. Unmittelbar hinter der Stadt verlassen wir die Stane Mastroute, gehen auf den Van Haringsma-Kanal und laufen über Franeker nach Harlingen. Ein kleines Stück Waddensee möchten wir noch mitnehmen auf unserer Fahrt nach Lemmer. Wir haben Riesenglück, können ein wahrscheinlich letztes Mal die alten Segel auspacken und sogar die Tide ist gnädig. Es läuft noch ein klein bisschen mit. Bis zur Schleuse Kornwerder Sand im Abschlussdeich zum Eiselmeer sind es gute 6 Meilen. Ein eher kleiner Hüpfer also nur. Vorhin, ganz am Beginn, habe ich erzählt, dass wir unterwegs sind, um neue Segel zu holen für unser Boot. Und genau so ist es. In Lemmer bei De Vries habe ich im späten letzten Jahr ein Groß- und eine Genua bestellt. Das alte Vorsegel stammt aus etwa 1999. Wann das Groß aufs Schiff gekommen ist, weiß ich nicht wirklich. Nach deutlich 20 Jahren neue Tücher machen zu lassen ist, so glaube ich, keine Prasserei. Die Männer bei De Vries haben damals alles ausgemessen und ein meiner Meinung nach ordentliches Angebot abgegeben. Eben zwischendurch, wir haben bei inzwischen bestem Wetter Kornwerder Sand erreicht
und liegen in der kleineren der beiden Schleusen. Gleich geht es noch kurz weiter nach Stavoren, da wollen wir die Nacht verbringen. Zurück zu den Männern bei de Vries. Bei ihrem Angebot haben sie berücksichtigt, dass ich ein paar recht spezielle Wünsche hatte und mir sehr glaubhaft versichert, sie erfüllen zu können. Vor wenigen Tagen hieß es nun, die neuen Segelkleider seien fertig. Darum sind wir hier, freuen uns auf eine Saison in der Ostsee mit richtig schönen weißen Segeln und haben es uns nun erst einmal im Gemeindehafen von Stavoren gemütlich gemacht. Bevor wir essen, jetzt ist es erst 6, laufen wir ein wenig rund im Ort. Ewige Zeiten war ich nicht mehr hier. Das letzte Mal während einer Überführung Ende der 90er bei richtig viel Wind. Geändert hat sich nicht viel. Doch, das Ding, das gab es noch nicht. Das würde ich erinnern. Ja, und da hinten in der hübschen Ecke verbringen wir die Nacht nach einem schicken Essen aus der Frittenbude. Der Morgen beginnt mit einem gemütlich ausgiebigen Frühstück, natürlich mit Brötchen, Croissant und gekochtem Ei. Erst um 11:30 binden wir die Leinen los und schieben uns gegen den strammen Südwest aus dem Hafen. Bis Lemmer werden es eben 20 Meilen sein. In 3-4 Stunden sollten wir sie schaffen. Ich will noch einmal zu den Segeln zurück. Die Genua ist eigentlich noch gar nicht so schlecht. Ein tolles Segel hatten sie mir damals gemacht. Eines mit richtig Potenzial. Aber das Groß, das ist wirklich nichts mehr. Mehrfach repariert und richtig fadenscheinig. Außerdem, und das ist das Wichtigste, schimpft Frau Cornelia immer mächtig, wenn ich bei Seegang auf dem Vorschiff turne, um es zu setzen oder zu bergen. Meist ohne Weste und Gurt natürlich. Einmal, in Polen war das, hat sie 2 Tage lang nichts mit mir gesprochen, zugegeben, es war auch nicht glatt Wasser. So kam ich dann nach langem Denken zur jetzt geplanten Lösung. Ich erzähle später mehr, jetzt ist erst einmal Wachablösung. Jörg geht leider schon von Bord und Frau Cornelia übernimmt die Ablösung. Wir haben Lemmer erreicht, den Rückweg wird, wenn wir hier fertig sind, sie mit mir machen. Zuerst einmal aber bekamen wir netten Besuch von Dagi und Harald. Eben waren sie schon kurz im Bild. Bei ordentlichem Wind gehen wir zusammen eine Gigantenregatta ansehen. Skytjeseilen nennen sie die Regatten zwischen den alten Tjalks hier. Ein herrlicher Anblick ist es, wenn die mächtigen, flachgehenden Schiffe durchs Wasser schneiden. Und bei steifem Wind wie heute ist das Schauspiel besonders imposant. Irgendwann haben wir genug, die Nasen sind rot und die Finger klamm. Wir machen noch einen kleinen Gang am Strand entlang und wandern zurück zum Schiff. Am nächsten Tag kommen Clarit und Orno zu Besuch. Wir lernten sie vor Jahren in der Ostsee kennen und haben immer noch schönen Kontakt. Endlich ist es soweit. Es ist alles montiert, die Segel angeschlagen, wir sind auf dem Heimweg und machen den ersten Praxistest. Und siehe da, das Groß gleitet wie von Geisterhand gezogen in den Mast. So hatte ich das geplant, genau so hatte ich das gewollt. Keine umgelenkten Fallen, keine Leinen in der Pflicht, keine Rumturnen mehr auf dem Vorschiff. Frau Cornelia kann zufrieden sein, braucht nicht mehr zu schimpfen. Auch der Bergeversuch verläuft vielversprechend. Das Segel gleitet sauber in das Maindrop, die winschgetriebene umlaufende Fall macht ihre Sache gut. Nur die Reffleinen hängen ein wenig in die Pflicht, wir müssen sie eben ins Maindrop werfen. Dann ist alles sauber. Und es steht auch prima, das neue Groß. Lässt sich ordentlich trimmen mit den durchgehenden Latten. Viel besser als das ursprünglich kurz angedachte Rollsegel, das aber sowieso nicht in Frage kam, wegen meines Geizes. Trotz unserer Experimente haben wir schon Cornwalder-Sand erreicht. Für ausführliche Erzählungen bleibt verdammt nie genug Zeit. Aber egal, das Wesentliche ist ja gesagt. Obwohl es gute Wettervorhersagen gibt, hat die Admiralität in Person von Frau Cornelia angeordnet, dass es durch die Kanäle nach Hause geht. Ich muss mich da fügen. Mein Rang ist deutlich unter ihrem. Eben passieren wir Sautkamp. Das Lauersmeer haben wir schon hinter uns. Ebenso natürlich Harlingen, Leeuwarden und Dokkum.
Jetzt gehen wir durch die Sautkamper Brücke mit dem Fluttor und sind damit auf dem Reitdieb, das mit seinen vielen Windungen durch die flache Landschaft bis nach Groningen führt. Linker Hand der Gemeindehafen, der auch Sportboote aufnimmt, und dann die immer noch ansehnliche Fischereiflotte. Die kleine Schleuse bei Elektra. Sie steht heute offen wie so oft. Nur die Brücke muss für uns bedient werden. Das geschieht auf weite Distanz von Lauwersoog aus, soviel ich weiß. Abschließend, weil jetzt ein Moment Zeit ist, zu unseren neuen Segeln. Erstens, es ist mir nicht wirklich gut gelungen, das Projekt zu erklären. Die Zeit war einfach zu kurz bis hierhin. Und zweitens, wir sind recht zufrieden. Technisch funktioniert es prima, aber, und es gibt immer ein Aber, insbesondere bei Bedenkenträgern, irgendetwas ist nicht so, wie es soll. Ich hatte keine große Zeit, das zu prüfen. Mein Eindruck war vorhin auf dem Eiselmeer langsamer als andere zu sein. Und früher mit den alten Segeln war ich meist vorne. Nicht immer, aber häufig. Wir kriegen das raus. Später. Vielleicht spinne ich ja auch. Damit haben wir Groningen, die Provinzhauptstadt der Region, erreicht. Ich fahre gerne durch, es macht mir Riesenspaß. Die engen Kanäle, die vielen Brücken und die meist freundlichen Brückenwärter und Wärterinnen. Mit dem Fahrrad wandern sie von einer zur nächsten Brücke mit. Und es gibt viel zu sehen, auch vom Wasser aus. In einigen Bereichen darf man auch in Groningen an den Kanalufern liegen. Darüber hinaus gibt es einen kleinen, sehr schnuckligen, zentral gelegenen Hafen, den Osterhafen. Just voraus liegt er auf der Backbordseite. Wir aber gehen heute durch bis an die Ems nach Delfzijl. Hier warten wir schon vor der Schleuse und dürfen gleich einlaufen. Gemeinsam mit 2 Bootskollegen werden wir auf Ems-Niveau gebracht, übernachten im Yachthafen Neptunus und machen morgen mit auflaufend Wasser die letzten Meilen nach Hause, nach Lena. Es ist noch das Ems-Sperrwerk zu passieren und später die Leraner Brücke. Vorher überholen wir einen Schleppverband mit Ware für die Meierleute in Papenburg. Eines noch, unaufdringlich ganz zum Schluss. Sofern der Film gefallen haben sollte, freut sich der Steuermann über ein Like oder über einen Kommentar. Adieu, bis bald.